Unser Thema heute: 100 Jahre Rundfunk. Wir möchten mit Ihnen in den nächsten 30 Minuten eine Zeitreise von 1923 bis 2023 unternehmen. Dabei müssen wir uns natürlich auf die Highlights konzentrieren. Wir werden im ersten Teil mal über die stürmischen Zeiten reden von 1923. Im zweiten Teil wird dann Konrad Maul die Technik des ersten Voxhaus-Senders erklären und zum Schluss werden wir dann noch vom Radio von heute über den Podcast reden. Ja, die stürmischen Zeiten von 1923, ein kleines Kaleidoskop mit den Highlights. Neujahr, der 1. Januar ist ein Montag und das Jahr beginnt regnerisch. Es hat 5 Grad Celsius und so bleibt es auch. Die Sonne sieht man an diesem Neujahrstag nicht sehr oft. Aber das Jahr beginnt stürmisch. Am 11. Januar besetzen französische Truppen das Ruhrgebiet. Der Grund: Nichterfüllung der im Versailler Vertrag vereinbarten Reparationsleistungen. Im Sommer überschlagen sich dann die Ereignisse. Reichskanzler Kuno hält am passiven Widerstand im Ruhrgebiet fest und am 12. August wird die Regierung Kuno gestürzt. Am 13. August Gustav Stresemann wird neuer Reichskanzler. Er beendet den passiven Widerstand, so kommt man mit den Franzosen wieder ins Gespräch. Aber die Inflation bestimmt das Leben. Ich möchte kurz die Inflation über das Jahr darstellen am Beispiel des Strompreises, der in Berlin zu zahlen war für die Kilowattstunde. Im Januar waren das 275 Reichsmark, im August schon 100.000 und Anfang Oktober 60 Millionen. Ende Oktober 5,8 Milliarden und ab Oktober sprechen wir dann von der Hyperinflation. Der Lohn und das Gehalt transportiert man in Waschkörben und in Schubkannen. Schnell geht's ins nächste Geschäft, dass man überhaupt noch etwas für das Geld bekommt. Und dort wird das Geld meistens nicht mehr gezählt, sondern nur noch gewogen. Schlange stehen ist an der Tagesordnung, sei es am Leihamt oder sei es beim Einkauf von Lebensmitteln. Der Tauschhandel blüht. Geschlachtete Schwein für ein Musikinstrument, Butter und Eier für die Theaterkarte oder Holz und Schnaps für Noten. Die Kinder spielen auf der Straße mit wertlos gewordenen Geldbündeln und die Frauen schneidern sich aus den wertlosen Scheinen ein Kleid. Ja, die Berlinerin wollte natürlich auch in diesen schwierigen Zeiten up-to-date sein. Und so las sie am 11. Januar in der Morgenausgabe des Berliner Tageblattes: Frauen und Mädchen beabsichtigen, künftigen Sommer ohne Strümpfe herumzulaufen. Und da klingt ein Modedekret aus Paris fast wie ein Hohn. Es werden fleischfarbene Strümpfe getragen. Die Berlinerin schüttelt nur den Kopf. Für sowas Geld ausgeben. Im August ist Viktor Klemperer mit seiner Frau Eva, der Cousin von Otto Klemperer, dem berühmten Dirigenten, auf der Rückfahrt mit seiner Frau vom Urlaub in Ostpreußen. Und Eva Klemperer trinkt im Wartesaal einen Kaffee. Die Preistafel zeigt 6.000 Mark. Das verschwindet, während sie ihren Kaffee trinkt. Und als der Ober zum Kassieren kommt, verlangt er 12.000 Mark für die Tasse Kaffee. Sie sagt, es stünden doch 6.000 Mark vorhin auf der Preisliste. Ach so, sagt der Ober, na klar, wenn Sie noch zum alten Preis da waren, dann dürfen Sie 6.000 Mark zahlen. Ja, die Informationen in dieser Zeit bekam der Bürger und die Bürgerin aus den Tageszeitungen. Regelmäßige Rundfunksendungen für alle gab es ja noch nicht.
Und die Zeitungen erschienen deswegen an 7 Tagen der Woche, morgens und abends. Morgens die Hauptausgabe, abends das, was im Lauf des Tages passiert war. Und wenn es besondere Ereignisse gab, dann gab es auch extra Ausgaben. In diesen Zeiten suchten die Menschen natürlich auch nach Ablenkung vom Alltag. Und ein tägliches kleines Vergnügen ist der Fortsetzungsroman in der Tageszeitung. 60 Folgen verteilt auf 2 Monate. Oder man legte sich eine Platte aufs Grammophon, vielleicht den Gassenhauer, ausgerechnet Bananen, und tanzte einen Jimmy-Foxtrott dazu. Oder man sang das Stimmungslied und die Inflationshymne Wir versaufen unser Oma ihr klein Häuschen. Wollte man doch ausgehen, boten sich in Berlin doch viele Gelegenheiten. Furtwängler dirigierte die Berliner Philharmoniker. Oder Operette? Mädi von Robert Stolz hatte gerade Premiere. Eine Revue im neu eröffneten Admiralspalast? Drunter und drüber von René Collo lief da. Sie enthielt die Berlin-Hymne, den Lindenmarsch. Und ins Kabarett? Da gab es große Auswahl. Die wilde Bühne, das Café Größenwahn oder die Katakomben. Trude Hesterberg und Claire Walldorf, das waren bekannte Namen. In der Gondel werden Texte von Tucholsky rezitiert. Im Kino dominiert der Stummfilm. Willy Fritsch hat seine erste Hauptrolle in Seine Frau die Unbekannte. Später wird er einer der großen Uferstars gemeinsam mit Lilian Harvey. Und dann gab es dann noch das 6-Tage-Rennen im Sportpalast. 1923 ist auch die Geburtsstunde des Sportpalast Walzers. Beim Erklingen der ersten Töne des Walzers Wiener Braterleben wird das Händeklatschen durch die berühmten 4 Pfiffe ersetzt. Und der Sportpalastwalzer ist auch heute noch die Hymne des Rennens. Die Frauen emanzipieren sich. Sie werden berufstätig. Sie erlangen so einen ersten Schritt in die Selbstständigkeit. Klassische Bereiche für die Berufstätigkeit der Frauen war die Fertigung in den Unternehmen oder die Schreibbüros oder auch die Sekretärin. Und die SPD gab in Berlin auch schon eine Arbeiterinnenzeitung heraus, speziell für Mädchen und Frauen. Zeichen der Emanzipation schlugen sich natürlich auch in der Mode nieder. Die langen Haare waren passé, der Bubikopf dominierte die Mode und die Köpfe, die Röcke wurden kürzer und die Frauen zogen Hosen an. Aber bei all diesen Dingen darf man nicht vergessen, diese Mode und das Nachtleben war für eine wohlhabende Minderheit. Am 29. Oktober war es dann soweit. Die erste Rundfunksendung aus dem Vox-Haus beginnt um 20 Uhr. Und der Direktor der Funkstunde, Friedrich Georg Knöpfke, machte die Ansage. Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin im Vox-Haus auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tag der Unterhaltungsrundfunk mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Weg beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Als erste Nummer bringen wir Cello-Solo mit Klavierbegleitung Andantino von Kreisler, gespielt von Herrn Kapellmeister Otto Urak, am Flügel Herr Fritz Goldschmidt. Es folgten weitere Musikstücke, teils live, teils von Schallplatte. Das Programm endete nach 1 Stunde mit dem Abspielen der Nationalhymne. Und tags darauf gab es natürlich einige kurze Mitteilungen in den Tageszeitungen über diese erste Rundfunksendung, zum Beispiel im Berliner Tagesspiegel. Da stand zu lesen: Rundfunk zur Unterhaltung,
die offizielle Eröffnung. Und es gab den Hinweis, dass es wohl aufgrund der noch nicht genehmigten Anträge bei der Post noch keinen rechtmäßigen Hörer mit Lizenz in Berlin gegeben habe. Diejenigen, die das Programm, in dem es ja nur Konzerte gab, im Umkreis von 100 Kilometer hörten, wohl sogenannte Schleichhörer gewesen sind. Das Potenzial dieses neuen Mediums wurde jedoch herausgehoben. Aber man kann, wenn man die Erfindung freien Lauf ließe, auch von Berlin aus den Klängen der Metropolitan-Oper in New York lauschen. Die Notiz endete: Die Organisation dieses neuen Unternehmens, das den Namen Deutsche Stunde trägt, scheint übrigens noch sehr im Argen zu liegen. Wir nehmen an, dass das noch alles Geburtswehen sind, die hoffentlich bald behoben sein werden. Ja, und diese Geburtswehen waren dann auch bald behoben. Am 31. Oktober erhält der Tabakwarenhändler Wilhelm Kohlhoff für 350 Milliarden Mark die Genehmigung für den privaten Betrieb eines Rundfunkempfängers. Die Lizenz Nummer 1 wird ihm in der Reichstelegrafenverwaltung am Schöneberger Ufer erteilt. Ja, und Ende Dezember hatte die Funkstunde dann schon etwa 500 zahlende Hörer und bald entstanden auch deutschlandweit Rundfunkstationen. Es wird jetzt nicht nur Musik gesendet, sondern auch Fußballspiele, Nachrichten und Unterhaltungsprogramme. Die erste Funkreportage am 9. November 1923 ging über den gescheiterten Hitlerputsch in München. 1932, also knapp 10 Jahre später, hatte dann der Rundfunk schon 4 Millionen Zuhörer. Soweit unser kleiner Ausflug ins Jahr 1923. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie auch herzlich zur Lange Nacht der Wissenschaft begrüßen. Ich möchte Ihnen was zur Technik des ersten Volkshaus-Senders erzählen. Vielleicht zur Einführung einige technische Erfindungen, die Rundfunk erst ermöglichten. Zunächst kam Maxwell ins Spiel, der hat mit seinen Maxwell'schen Gleichungen vorhergesagt, dass es elektromagnetische Wellen gibt. Der hat seine Gleichungen 1864 veröffentlicht. Heinrich Hertz ist es dann gelungen, 1887, 1888 den Nachweis zu bringen, dass elektromagnetische Wellen tatsächlich existieren. Marconi hat dann zum ersten Mal Massecode-Signal übertragen und damit elektromagnetische Wellen zur Nachrichtenübermittlung nutzbar gemacht. Das war 1894 bis 1895 waren seine ersten Versuche. Er hat später dann sogar die erste Atlantik-Überbrückung mittels elektromagnetischer Wellen gemacht und auf der Titanic war auch ein Marconi-Sender installiert, der dieses tragische SOS-Signal gesendet hat. Ja, was hat sich dann an Sendern etabliert? Das waren Lichtbogensender und Löschfunkensender. Die Begriffe deswegen Löschfunkensender. Schon Hertz und später Marconi haben ja die elektromagnetischen Wellen erzeugt mittels Funkenüberschlägen zwischen zwei Elektroden und daher kommt auch der Begriff Funk und Funken aus dieser Sendetechnik. Nur es ist kaum möglich, damit jetzt Musik- oder Sprachübertragungen zu machen. Die Maschinensender, die dann entwickelt wurden, kann man sich vorstellen als hochfrequente Generatoren.
die diese Sendefrequenz erzeugt haben. Es ist damals auch versucht worden und durchgeführt worden, mit Kohlemikrofon in der Antennenleitung jetzt Sprach- und Musiksignale zu übertragen. Die Qualität war allerdings sehr bescheiden. Deswegen kam der eigentliche Durchbruch erst mit der Erfindung der Elektronenröhre, mit der man Signale verstärken konnte. Da kommt von Lieben ins Spiel. Der hat 1906 eine Patentanmeldung gemacht, Kathodenstrahl-Relais. Steuerung ist durch Magnetfeld an seiner Röhre erfolgt und in der Röhre war immer noch Quecksilberdampf, Restgase. Den eigentlichen Durchbruch hat de Forest erreicht. Er erfand die Audionröhre, die hat er so bezeichnet. Das war schon eine Hochvakuumtriode mit 3 Elektroden. Das Steuergitter war vorhanden und er hat die 1906 zum Patent angemeldet. Und er gilt als einer der Väter des Elektronikzeitalters. Nun müssen wir natürlich mit dieser Röhre erst eine ungedämpfte elektrische Schwingung erzeugen. Das hat Alexander Meissner gemacht, der war Mitarbeiter von Telefunken, der erfindet das Rückkopplungsprinzip, also eine Schaltung mit Elektronenröhre schwingt selbstständig auf einer definierten Frequenz. Er hat das 1913 respektive Telefunken dies zum Patent angemeldet. Nun muss man natürlich noch auf diese ungedämpfte elektronisch erzeugte Schwingung die Nachricht, sprich Musik oder Sprache, aufprägen. Und da sind jetzt mehrere Väter zu nennen. Da ist in den USA der Colpitts und de Forest, der schon die Hochvakuumröhre erfunden hat, und Heising und Schäfer. Heising, ein US-Amerikaner, Schäfer bei Telefunken, die haben Schaltungen entwickelt, mit der jetzt das Aufprägen des Signals Sprache, Musik auf die Trägerwelle gemacht werden konnte. Die Patentanmeldungen erfolgten zwischen 1915 und 1919. Ganz kurz, wie man sich das jetzt vorstellen muss. Wir haben hier skizziert im Prinzip den Modulationsvorgang. Ganz oben haben wir über die Zeit und in der Senkrechten die Amplitude, also den Pegel aufgetragen eines Tonsignals, eines Audiosignals. Darunter dann die mit dem Meissner-Oszillator zum Beispiel erzeugte HF-Trägerwelle. Und darunter ist dargestellt jetzt symbolisch das modulierte Signal, man bezeichnet es als AM-Signal, also als amplitudenmoduliertes Signal. Wie kann man das durchführen? Zum Beispiel mit einem Multiplizierer, man braucht also eine nichtlineare Kennlinie. Er ist jetzt mit dem Multiplikationszeichen, der Kreis mit dem Multiplikationszeichen aufgezeichnet. Er bekommt an einem Eingang das Oszillatorsignal und am anderen das Audio, sprich Sprach- oder Musiksignal, multipliziert es miteinander und am Ausgang ist dann eine amplitudenmoduliertes Signal vorhanden. Wir sehen also, dass mit diesen Gründervätern elektronische Nachrichtenübermittlung ermöglicht wurde. Jetzt, wenn wir uns den Vater des deutschen Rundfunks näher anschauen, den Hans Bredow, das war ein deutscher Hochfrequenztechniker, der den deutschen Schiffs- und Auslandsfunkverkehr begründet hat und auch den deutschen Rundfunk. Er prägte 1919 den Begriff Rundfunk und verwendete ihn 1921 erstmals öffentlich. Ab
April 1921 ist er dann Staatssekretär für das Telegraphen-, Fernsprech- und Funkwesen im Reichspostministerium geworden und war dann natürlich in der Lage, den Rundfunk voranzutreiben. Zu nennen ist vielleicht, wie das damals gewirkt hat. Bredow hat einen Vortrag gehalten 1919 in der Berliner Lokalanzeiger, war dann zu lesen. Der Vortragende brachte Ideen von geradezu zyvernscher Kühnheit. In der Zeit muss man sich vorstellen, was das für fantastische Sache war. Erstmals jetzt Sprache und Musik drahtlos in jedes Heim bringen zu können. Ja, zum Aufbau dieses Volkshaus-Senders der Friedrich Weichert, Postdirektor im Telegraphisch-Technischen Reichsamt, TRA, erhielt am 19. September 1923 von Hans Bredow den Auftrag zu einem Senderaufbau mit folgenden Bedingungen. Aufbau binnen 14 Tage mit Labormitteln, keine zusätzlichen Kosten dürfen entstehen, es war eine Hochzeit der Inflation. Weichert schreibt später, unter Anspannung aller Kräfte gelang es tatsächlich, den Auftrag auszuführen. Am 1. Oktober 1923 war der Sender fertig und zur Aufstellung bereit. Nach Senderfertigstellung begann die Suche nach einem geeigneten Aufstellungsort im Zentrum von Berlin. Die Wahl fiel auf das Volkshaus in der Potsdamer Straße 4 und es erfolgte die Installation des Senders und Aufbau einer 30 Meter langen Reusenantenne. Und am 18. Oktober 1923 begannen die Senderversuche. Die Senderleistung war ca. 250 Watt. Und am Vormittag des 29. Oktober 1923 war dann Besichtigung durch den Staatssekretär Bredow. Weichert berichtet später, Bredow war so begeistert, dass er sogleich die Aufnahme des programmmäßigen Betriebs noch für diesen Tag anordnete. Werfen wir einen Blick auf diesen ersten Volkshaussender. Es war ein Mittelwellensender auf 750 Kilohertz. Die Wellenlänge beträgt damit 400 Meter. Als Senderöhre S und Modulationsröhre M war die Telefunken RS-15, eine Sendetriode mit 1,5 Kilowatt Leistung, benutzt worden. Das Datenblatt der RS-15 zeigen wir hier kurz. Die maximale Anodenbetriebsspannung betrug 4000 Volt und die Heizspannung der direkt geheizten Kathode war mit 16,6 Volt angegeben, bei einem Heizstrom von 17,5 Ampere. Hinter der Heizspannungsangabe war der Vermerk im Datenblatt angebracht, dass dieser Wert im Betrieb einzustellen und auf ±3% konstant zu halten sei. Deswegen wurden in der Schaltung im Heizkreis der beiden RS-15 einstellbare Drahtwiderstände eingebaut, die der Sendetechniker im Betrieb betätigen musste, um den Heizstrom konstant zu halten. Die Anodenspannungserzeugung erfolgte laut Friedrich Weichert, also dem zuständigen Konstrukteur und dem Verantwortlichen für den Aufbau des Senders, mit einer 1000-periodigen Wechselstrommaschine in Verbindung mit einem Trafo für Zweiweggleichrichtung. Die Gleichrichter waren Gasgleichrichter. Die Zweiweggleichrichtung erzeugte aus dem 1000 Hertz Wechselstrom eine pulsierende Gleichspannung von 2000 Hertz. Aufgrund der zur Verfügung stehenden begrenzten Siebmittel, es war nur ein einziger Siebkondensator vorhanden,
Es waren ja 4 kV zu 7, waren die 2000 Hertz als Tonstörung im Sendebetrieb noch zu hören. Den erheblichen Heizstrom für die beiden RS-15 Röhren von 35 Ampere brachte der Gleichstromgenerator auf. Betrachten wir nun die selbstschwingende, selbsterregende Senderröhrenschaltung näher. Der auf die Sendefrequenz von 750 kHz, also 400 Meter Wellenlänge, abgestimmte Parallelschwingkreis war wechselspannungsmäßig über einen Kondensator an die Anode der Senderöhre S angeschlossen. Mittels induktiver Rückkopplung auf den Parallelschwingkreis zwischen Gitter und Kathode arbeitete sie als Oszillator. Die Antenne war induktiv an den Anodenschwingkreis angekoppelt. Um nun eine drahtlose Übertragung von Tonsignalen durchzuführen, musste die Trägerschwingung noch modelliert werden. Unter Modulation versteht man allgemein eine Frequenzumsetzung vom Niederfrequenzbereich, also Audiosignale, Sprache oder Musik, in den Hochfrequenzbereich. Eine Möglichkeit ist die sogenannte Amplitudenmodulation. Da in einem linearen Übertragungssystem keine neuen Frequenzen entstehen, ist daher für die Modulation ein nichtlineares System erforderlich, zum Beispiel Knickenlinien, quadratische Nichtlinearitäten oder Multiplizierer. Im Fall des ersten Fox-House-Senders wurde die Anodenmodulation nach einem Patent der amerikanischen Firma Westinghouse gewählt. Nach dem Erfinder Raymond Alphonsus Heising wurde dieses Verfahren auch Heising-Modulator genannt. Dabei waren die Modulatorröhre M und die Senderöhre S über die HF-Drossel parallel geschaltet. Die HF-Drossel sperrte die HF-Schwingung von der Modulationsröhre M ab. Die Stromzufuhr für die beiden Röhren erfolgte aufgrund der Parallelschaltung über die NF-Drossel. Da die Modulationsröhre M bei der Heising-Modulation im A-Betrieb, also in der Mitte der Arbeitskennlinie, arbeiten musste, war die erforderliche NF-Leistung je nach Modulationsgrad bis zu ca. 50% der Trägerleistung. Dies war auch der Grund, weshalb als Modulatorröhre ebenfalls eine RS-15 verwendet werden musste. Der eigentliche Modulationsvorgang, also die Änderung der Hüllkurve der HF-Schwingung, geschah in der Senderöhre S durch die Multiplikation von NF-Schwingung und HF-Schwingung. Die Heising-Modulation wurde auch als Constant Current Modulation bezeichnet. Bei ihr war der Strom, der aus der Anodenspannungsversorgung gezogen wurde, konstant. Der aufgenommene Strom teilte sich entsprechend der Modulation zwischen Modulatorröhre und Senderöhre auf. Darum musste die Modulatorröhre M im A-Betrieb arbeiten und folglich deren Ruhestrom, also ohne Audiosignal, auf einen Wert nahe oder sogar etwas höher als der Anodenstrom der Senderöhre S abgeglichen werden. Die Heising-Modulationsschaltung, die auf dem Schaltbild so unkompliziert aussieht, ist, wenn man sie wirklich verstehen will, gar nicht so einfach. In diesem Rahmen muss auf eine tiefergehende Funktionsbeschreibung verzichtet werden. Bei Interesse sei auf die entsprechende Literatur verwiesen. Zur Tonaufnahme dienten laut Weichert, also dem Konstrukteur und dem Verantwortlichen für den Aufbau, ausgesuchte Kohlemikrofone älterer Ausführung, die sich als besonders geeignet erwiesen hatten, zum Beispiel ein Kohlemikrofon der Telefonfabrik AG, vormals J. Berliner, das bereits eine Glimmermembran besaß. Wie im Schaltbild zu sehen ist,
wurde das Kohlenmikrofon in Serie mit einer Batterie an der Primärseite des Mikrofonübertragers angeschlossen, sodass auf der Sekundärseite des Übertragers die erforderliche Modulationswechselspannung für das Gitter der Modulationsröhre M zur Verfügung stand. Die Gittervorspannung zur Einstellung des Arbeitspunktes der Modulatorröhre M wurde ebenfalls mit einer Batterie erzeugt. Was gab es an Empfängertechnik damals? Da war natürlich zunächst der Detektor. Man brauchte dazu keine Energiequelle, weder Netzteil noch Batterie und auch keine Röhren dazu. Das Problem ist aber, dass das natürlich nur bei entsprechender Sendernähe funktioniert hat. Dann verbessert schon der Detektor mit Röhrenverstärker für Lautsprecherwiedergabe und danach dann der Rückkopplungsempfänger, dem der Schwingkreis entdämpft wird, der dann schon leistungsfähiger ist, und die nächste Stufe in der Empfangsqualitätsverbesserung ist der Geradeausempfänger mit mehreren Kreisen und mehreren Röhren, und die Krönung ist der Superheterodyne-Empfänger, der Überlagerungsempfänger, der damals allerdings aufgrund der Kosten nicht sehr häufig zum Einsatz kam. Ja, wir sind in der Gegenwart angekommen wieder. Und wir hören natürlich noch Radio. Aber wir machen unser Radio jetzt auch selbst. Und das neue Radio heißt Podcast. Ihr kennt alle Spotify, Netflix, BR, die ganzen Radiosender, die ihre Sendungen als Podcast anbieten, oder auch Zeitungen wie die Zeit, die Podcasts anbietet. Ja, aber mit unseren Sendern, zum Beispiel dem Dilberg, kommen wir dann natürlich nicht weit. Wir brauchen eine neue Technologie. Und die neue Technologie heißt Internet. Ja, und über das Internet als Medium kann ich jetzt nicht sehr viel erzählen über die Geschichte, über die Technik aufgrund der Zeit, aber ich habe einiges Material dabei, und wenn es jemand interessiert, können wir uns dann gerne nach dem Vortrag dann auch über die Geschichte des Internets unterhalten. Ja, was hat denn eigentlich Podcast so erfolgreich gemacht? Die zeitliche Dauer ist unbeschränkt. Ich kann einen Podcast machen, der dauert 2 Minuten. Ich kann einen Podcast machen, der dauert 4 Stunden. Niemand beschränkt mich. Kein Sendeschema zwängt mich in irgendeinen Sendeplatz hinein mit einer bestimmten Dauer. Ich kann die Themen frei wählen. Ich kann ohne redaktionelle Aufbereitung durch Profis arbeiten, und ich kann in direkte Kommunikation mit den Hörern treten. Und natürlich, was auch zum Erfolg des Podcasts beigetragen hat, der Podcast ist offline verfügbar, ich kann ihn herunterladen und ich kann ihn hören, immer dann, wenn ich gerade Zeit und Lust habe. Und dann kommt natürlich auch dazu für den Anbieter, das Erstellen des Podcasts ist relativ einfach und ohne viel Geld möglich. Und das sorgte für den Durchbruch. Und deswegen sehen wir jetzt uns mal an, wie ich denn einen Podcast erstelle und was ich dazu brauche. Ja, A und O, wie bei allem, ich brauche eine durchschlagende Idee. Über was will ich reden? Wie möchte ich darüber reden? Welche Fakten, welche Geschichten will ich erzählen? Dann mache ich mir am besten natürlich einige Notizen
Und dann muss ich das, was ich erzähle, aufnehmen. Ich muss das eventuell schneiden, weil es mir vielleicht nicht gelingt, in einem Rutsch das sendereif zu erzählen, was ich erzählen möchte. Und dann muss ich das ins MP3-Format bringen und ins Internet hochladen. Das ist alles. Klingt einfach, aber wie gesagt, die durchschlagende Idee, was interessiert meine Hörer, was könnte die interessieren, das ist das A und das O. Notwendige Hard- und Software ist eigentlich relativ einfach. Ich denke, jeder hat heute ein Smartphone und auf dem Smartphone befindet sich ein Diktiergerät. Und das reicht mir eigentlich schon für den Podcast, dass ich ein Aufnahmegerät habe. Wenn ich es natürlich qualitativ besser haben möchte, dann brauche ich ein externes Mikrofon, aber das ist fürs erste Mal nicht so wichtig. Ich brauche dann natürlich auch ein Programm zum Schneiden, wenn ich schneiden möchte, und ich brauche eine Plattform zum Hochladen. Tja, und dann kann ich loslegen. Und Sie haben jetzt auch, wie wir das angekündigt haben, nach dem Vortrag die Möglichkeit, die Sache mit dem Podcast einmal auszuprobieren. Und wenn Sie Interesse haben, können Sie sich auch einige Objekte aus der Zeit der 1920er aus dem Rundfunkmuseum ansehen. Die stehen auch hinten auf den Tischen. Und natürlich können Sie noch der Live-Musik aus den 1920ern und 1930ern zuhören. Und wir bedanken uns für Ihren Besuch und das Interesse an 100 Jahre Rundfunk. Wir wünschen Ihnen natürlich weiter interessante Einblicke bei der langen Nacht der Wissenschaften. Und wenn Sie Interesse haben an weiteren Themen zu Radio, Fernsehen, Computer, dem Hören, dem Sehen, dann gehen Sie doch auf die Homepage des Rundfunkmuseums Fürth oder auf unsere Homepage www.m2counseling.de. Oder Sie sehen sich unseren YouTube-Kanal an.